In diesem Video zeige ich dir eine weitere Möglichkeit, wie du mit digitalen Produkten dein Geld verdienen kannst. Und heute schauen wir uns einmal Procreate Brushes an. Und wenn du jetzt denkst, ach Gott, was hat die denn schon wieder, was ist das denn? Ja, verstehe ich, aber eine gute Möglichkeit, dein Geld zu verdienen. Und ich zeige dir jetzt einmal am Rechner eine Designerin, die das wirklich sehr gut beherrscht und ich kann dir da keine Zahlen vorlegen, aber ich kann dir mal zeigen, wo sie durchaus sehr gut verkauft und dass sie wirklich überall mit dabei ist und deswegen ja, man doch davon ausgehen kann, dass sie damit ihr Geld verdient. Okay, ich bin jetzt einmal auf der Webseite von der Lisa Glanz und du siehst schon, wenn ich jetzt hier über Shop gehe, dann hat sie hier Grafiken, Procreate Brushes, ist ein eigener Menüpunkt und das nicht umsonst. Und dann noch Online-Kurse und Wall Art. Ja. Wir fangen jetzt einfach mal hier bei den Procreate Brushes an. Es gibt sehr, sehr schöne Grafiken hier. Also wenn du das anschauen willst, lisaglanz.com, eine lohnenswerte Adresse, kannst du gerne mal vorbeischauen. Ich klicke mal hier auf Procreate Brushes und zeigt dir einmal, ja, was das so kostet. Ne? Also diese Pinsel kosten $19. Procreate, vielleicht hast du es noch nie gehört, ist ein Programm, ein Malprogramm, wenn man so will, was du auf dem iPad verwenden kannst und was richtig, richtig viele Fähigkeiten hat. Und da kann man so ziemlich alles mitmachen, was das Herz begehrt. Es gibt auch unglaublich viele Tutorials, wenn du auf YouTube mal vorbeischaust und Procreate Tutorial eingibst. Ja, es ist richtig was, ja, im Prinzip schon richtig für Künstler, ja. Und man kann Pinsel erstellen, mit denen man alles nachempfinden kann. Das heißt, wenn ich einmal Watercolor-Pinsel habe, kein Problem. Oder ich habe Acrylpinsel oder Ölpinsel, alles kein Problem. Wird im Procreate Brush Studio erstellt, das zeige ich dir gleich einmal. Und dann kannst du diese Pinsel nehmen und die verkaufen, ja. Und das ist das, was ich dir jetzt hier zeige. Ich gehe jetzt einmal hier in die Aquarelle, weil die habe ich gekauft. Und da zeigt die Lisa jetzt einmal hier in einem Video, was für Pinsel sie da genau hat. Und hier kannst du auch schon eine Idee bekommen, das sind Pinsel, Aquarellpinsel. Ja, was gibt es da alles Gutes? Ich scroll jetzt einfach nur mal ganz schnell hier durch. Und du siehst, hier sind die verschiedenen Pinsel. Ja, also wirklich sieht das auch so aus, wie Wasserfarbe aussieht. Ne? Wenn man das aufsetzt, ist erst dunkel, dann wird es hell mit Wasser vermischt oder dann kann es nochmal dunkel auslaufen. Also ganz verschiedene Pinsel hier. Und hier zeigt sie nochmal, was man damit machen kann. Und das alles am iPad, ja. Und dafür gehen wir jetzt einmal rüber ans iPad und ich zeige dir, wo sich dieses Brush Studio befindet und wie du damit deine eigenen Pinsel erstellen kannst. Natürlich gehen wir hier nicht ins Detail. Wir schauen uns das einmal ganz grob an und ja, ich würde jetzt immer sagen, es ist viel Fummelarbeit, viel Trial and Error und viel Übung, die dahinter steckt, bis man richtig, richtig tolle Pinsel erstellen kann. Und dann verdient man da auch gut und gerne mal $19 mit einem Paket mit. Auch ein lohnenswertes Geschäftsmodell. Ich zeige das mal auf dem iPad. Hier, ich habe jetzt mal etwas aufgerufen, was ich mal gemalt habe. Das ist hier ein Känguru. Du siehst, es ist überhaupt noch nicht fertig. Aber das soll uns jetzt auch gar nicht stören. Ich will jetzt einmal hier zeigen, wenn ich auf Pinsel klicke hier, dann habe ich hier einmal die Pinsel von der Lisa, ja, Aquarelle, LG für Lisa Glanz, Aquarelle. Wenn ich da drauf klicke, habe ich hier meine ganzen Pinsel drin. Und die will ich jetzt mal einmal ausprobieren. Ich nehme jetzt mal hier eine Farbe einfach raus. Ich will nur zeigen, ich habe das jetzt hier in Kreide gemalt, aber ich hätte den kleinen hier auch gut und gerne in Aquarell malen können. Ja? Ich stelle das mal einmal aus und gebe ihm einen anderen Hintergrund, damit das ganz ohne Füllung ist. Und jetzt male ich hier einfach mal. Bin ich jetzt auf dem richtigen Layer? Ja. So, jetzt habe ich hier einen Aquarellpinsel. Ja? Und kann mir jetzt einmal anschauen, wie dieser Pinsel aussieht, so generell, ja. Also, ich scroll jetzt mal hier genau rein, dann siehst du, so sieht jetzt hier Aquarell aus. Wenn du einen anderen haben möchtest dafür, kein Problem. Natürlich brauche ich einfach nur hier draufklicken und habe dann einen anderen Pinsel. Ne? Je nachdem, wie sehr ich jetzt hier drücke, fadet der aus. Ne? Ich mache das jetzt mal weg, damit du einen Eindruck davon bekommst. Füllen wir jetzt mal hier den kleinen aus. Und du siehst schon hier, wo ich öfter drüber gehe, wird es dunkler.
Und wenn ich hier einfach nur einmal so drüber gehe, dann wird das ganz hell, ja. Das kann man natürlich alles noch viel geschickter machen und das hier reinklippen, mache ich jetzt mal. Ist jetzt gar nicht die Idee dahinter. Ich will dir jetzt einfach nur zeigen, was damit alles möglich ist. Und was viel interessanter ist, ist, dass du diese Pinsel eben wunderbar selber erstellen kannst. Und das kannst du hier in dem sogenannten Brush Studio. Wenn ich jetzt hier ganz nach oben gehe, dann ist hier ein Pluszeichen, klicke ich hier drauf und klicke auf Plus. Ja, dann hat sich für mich ein neues Fenster im Prinzip. Jetzt kann ich jeden Pinsel einzeln abspeichern und das Ganze in einen Ordner packen. Ne? Wie gerade Lisa Glance Aquarelle war, kann ich jetzt hier meine eigenen Pinsel erstellen. Und hier kann ich immer ausprobieren, was ich hier für Pinsel habe, und ich kann hier natürlich auch alles ändern. Ne? Also du siehst schon, wenn ich hier einmal drüber gehe, dann wird der Rand ändert sich hier, oder hier Streamline ändert sich, Jitter ändert sich. Also du siehst, wenn ich jetzt mal hier so einen Pinsel erstellen möchte, ja, kann ich jetzt sagen, Abnahme von hell nach dunkel. Wenn du jetzt hier so drüber gehst und dir das mal anschaust, dann kannst du die verschiedenen Formen erstellen, du kannst Körnungsverhalten erstellen, du kannst hier sogar eigene Körnungen reinladen und damit eine Körnung erstellen. Das ist natürlich super, weil auf diese Weise kannst du unglaublich viele verschiedene Pinsel erzeugen. Ja? Ich zeige dir gleich auch noch mal am Rechner, was es da noch so gibt, ne, bei Creative Market. Also hier wäre jetzt hier ein Nassmix. Das würde sich jetzt für meinen Pinsel hier anbieten. Wie gesagt, das ist alles nur mal so ein ganz schneller, kurzer Überblick. Du kannst hier immer wieder was Neues erstellen. Ich kann jetzt hier auch mal drüber gehen und mal gucken, wie sich dieser Pinsel hier verhält, wenn ich das möchte. Und ja, Nass Jitter kann ich hier noch ein bisschen. Also es gehört viel Übung dazu, richtig tolle Pinsel zu erstellen, weil man muss natürlich auch ein gewisses Maß an Erfahrung hier mitbringen. Ne? Ja, Sättigung mache ich jetzt noch ein bisschen höher. Dynamik, dann kann ich hier noch sagen, mit dem Apple Pencil, den ich hier habe, ist das Ganze, reagiert das auf Druck, ja oder nein? Kann ich hier alles machen, oder auf Neigung? Und was ich dir auch nicht vorenthalten möchte, ist, dass du hier noch über diesen Pinsel, dass du dann noch deinem Pinsel einen eigenen Namen geben kannst, und vor allen Dingen kannst du noch ein Bild reinladen und deinen Namen da reinpacken, sodass dir der Pinsel nicht geklaut werden kann sozusagen. Also das wissen nur die wenigsten, ja, das ist immer so eine Sache, muss man eben mal gucken. Aber wie gesagt, hier neuen Pinsel erstellen, wenn ich das jetzt hier anklicke, dann ist das eben mein neuer Pinsel, und hier kann ich dem Pinsel natürlich auch noch einen Namen geben. Ich lasse das jetzt mal, es geht mir jetzt eigentlich nur darum, dass du das jetzt mal siehst hier. Ich klicke mal auf Sichern und gehe hier raus, und dann habe ich hier unter Unbenannt, das ich gerade erstellt habe, mein Pinsel. Und wenn ich jetzt den hier mal benutze, dann siehst du, dass der so reagiert, wie ich das gerade hier eingestellt habe. Ja, wie gesagt, es ist noch nicht fertig. Wenn ich jetzt mit dem hier drüber gehe, würde ich hier mein kleines Känguru ja ziemlich verschandeln, aber ich kann ja noch kleiner werden und vielleicht so machen, ja. Also du siehst, es gibt schon irgendwie ein Resultat, selbst wenn wir das so schnell machen, einmal drüber gehen, einmal gucken, ein bisschen ausprobieren, ein bisschen probieren, schauen, wie das Ganze sich verhält, und man kann ihn natürlich jetzt noch weiter anpassen. Man exportiert dann das ganze Paket, ja, und dann kannst du es auch schon verkaufen. Wir schauen es auch einmal am Rechner an. Habe ich ja gerade versprochen. Gehen wir nochmal auf Creative Market und hier Magic Textures hieß die, glaube ich. Eine ganz, ganz tolle Preview. Hier Forest Tales. Die macht doch sofort Lust auf mehr, ne? Das sind Texture Brushes for Procreate. Wenn ich jetzt hier mal weitergehe, dann siehst du, dass wir genau dasselbe haben, was ich dir gerade gezeigt habe. Sie hat das jetzt hier Forest Tales genannt, und hier sind verschiedene Pinsel für diese Sache drin. Das sind 25 Pinsel und die kosten $18. Auch da wieder lukrativ, weil du kannst dieses digitale Produkt für immer verkaufen. Ne? Das ist natürlich richtig klasse daran. Du kannst hier eine kommerzielle Lizenz erwerben, du kannst auch eine Personal License erwerben. Mittlerweile ist es aber so, dass man auschecken muss, um die anzuklicken. Ja, also, dass das hier beliebt ist, siehst du hier oben an den 1714 Likes und natürlich auch an den Reviews, die hier drin sind. Und ich gehe jetzt einfach nochmal hier, damit du Eindruck verschaffen kannst.
Sie zeigt natürlich was richtig, richtig Tolles, was du mit ihren Pinseln machen kannst. Und schon denkt man, ach ja, okay, die möchte ich haben. Ne? Damit kann ich dann richtig was Tolles malen. So ein bisschen ist das wie die Lightroom Presets. Ne? Wir versprechen alle ein richtig schönes Ergebnis. Die Frage ist natürlich, ob wir das immer genauso hinbekommen. Ne? Können wir genauso malen oder können wir genauso fotografieren, dass wir die Presets genauso benutzen können? Ist nicht immer gegeben, aber darum geht es hier gar nicht. Ne? Wir erwecken als Grafikdesigner, als Designer überhaupt die Illusion, dass das jeder hinbekommen kann, und wir geben die Tools dafür, dass man so etwas auch hinbekommen kann. Ja? Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, du fandest es hilfreich, du hast vielleicht eine neue Idee für ein digitales Produkt, und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten, und natürlich vergiss den Like-Button nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!